Ich bin Sabine Langer. Ich leite das Institut für Akustik und Dynamik in der Fakultät für Maschinenbau hier an der TU Braunschweig und ich bin die Sprecherin des Transregio Syntrack der TU Braunschweig und der Universität Stuttgart, gemeinsam auch mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Leibniz-Universität Hannover. Syntrack ist ein Transregio, der sich mit den Synergien von zukünftigen Verkehrsflugzeugen beschäftigt und einen Beitrag dazu leisten möchte, dass wir zukünftig nachhaltig fliegen können. Meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Akustik, des akustikgerechten Entwurfs und Designs mit einem starken Fokus auf der Modellierung, Simulation, aber auch der Bewertung von Herausforderungen in der technischen Akustik ganz allgemein, mit einem ganz speziellen Fokus im Bereich der Mobilität und im Bereich der Luftfahrt. Bevor ich mit dem Projekt Gedimind in Kontakt gekommen bin, hatte ich praktisch gar keinen Bezug zu den Geschlechter- und Diversitätsdimensionen in meiner Forschung oder die in meiner Forschung relevant werden könnten. Bis heute, würde ich sagen, hat Gedimind mich sehr inspiriert, diese zusätzlichen Dimensionen, die spannend sind, wenn wir eine Bewertung von Technologie auch auf den Menschen bezogen vornehmen wollen, ja, zu integrieren. Und ich bin ganz neugierig, welche gemeinsamen Forschungsfragen sich noch auch in der Zukunft entwickeln können. Auch da kann ich jetzt nicht mehr die Zeitschiene, warum dann eigentlich so spät. Uns war dann auf jeden Fall bewusst, wenn es diese Expertise gibt, dann wäre es ja auch fatal, sie nicht mit einzubeziehen. Und allein in dieser kurzen Zeit ist dann so viel möglich gemacht worden von dem Projekt, das, glaube ich, wirklich substanziell dort noch was hineingebracht hat in unseren Antrag, muss ich ganz ehrlich sagen, wo auch klar ist, wir haben jetzt noch nicht versprochen, naja, da ist es relevant und da ist es nicht relevant, aber wir haben erklärt, an der oder der Stelle muss man tiefer hinschauen und muss man besser verstehen, welche Aspekte könnten relevant werden. Und alleine das finde ich schon sehr, sehr wertvoll. Nicht von vornherein einfach auszuschließen, wir betrachten irgendeine technische Innovation oder wir machen Grundlagenarbeiten im Ingenieurwesen, da kann das ja nicht wichtig sein, sondern irgendwie ein bisschen differenzierter Hinweise zu bekommen, wie kann so eine Relevanz dann eigentlich aussehen? Und einfach dieses Angebot und diese Feststellung, naja, an der oder der Stelle müsste man tiefer schauen, das fand ich schon auch in der Kürze der Zeit, die da nur möglich war, 'n ganz wertvollen Input, definitiv. Ich fand das total unkompliziert und natürlich. Das fand ich ganz spannend. Also, ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mich mit meinem Unwissen über das Thema jetzt irgendwie, positionieren an der Stelle und wurde vor allem auch nicht bedrängt, in eine Richtung irgendwas da reinzuschreiben, wo ich das Gefühl hatte, das macht jetzt gar keinen Sinn. Ich fand es unkompliziert, ich fand es auch sehr selbstständig, ne, dass diese eigene Recherche von den Forschenden in dem Gedimin-Projekt dort durchgeführt wird und dann wieder zu uns kommt und dann mit neuen Impulsen zu uns kommt. Also sehr unkompliziert natürlich und den Dialog finde ich einfach immer hochspannend, weil man viel lernen kann. Also ich bin durch die Zusammenarbeit mit Gedimind einfach sehr stark bestärkt worden in dem Punkt, dass mir dieses Schließen der Bewertungskette bis zum Menschen in der bunten Vielfalt einfach was Wichtiges ist. Also das, so würde ich das bezeichnen. Es ist eine Bestärkung dieses Weges. Wenn es darum geht, warum haben wir überhaupt uns mit dieser Frage der Geschlechterdimensionen beschäftigt, jetzt sehr speziell in der Vorbereitung der Antragstellung für unseren Sonderforschungsbereich, für unseren Transregio Syntrack, da bin ich ganz ehrlich, der erste Impuls kam, weil die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft als Fördermittelgeber, uns als Antragstellende auffordert, dazu eine Position einzunehmen. Und dann ging es mir so, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte da jetzt keinen Allgemeinplatz hinschreiben. Genauso, wenn es darum geht, dass wir zu Aspekten nachhaltiger Forschung Stellung nehmen sollen, dann ist mir schon wichtig, dass man dort sich auch mit auseinandersetzt. Und was heißt denn das jetzt wirklich? Und welchen Beitrag kann ich leisten, möchte ich leisten, welche Relevanz haben die Themen? Und so ist es dann eben auch dazu gekommen, dass wir zum Glück auch in der Antragsstellung dann noch eine Beratung bekommen konnten von dem Projekt und einfach versiert Stellung nehmen konnten zu der Frage, gibt es in dem einen oder anderen Teilprojekt vielleicht die Möglichkeit, dass eine Relevanz auftreten könnte und muss man da tiefer reinschauen oder nicht? Die Richtlinien, die Rahmenbedingungen von der DFG fordern von Antragstellern dazu Stellung zu nehmen.
Das heißt, man darf schriftlich dazu was sagen, ob es eben in dem Verbund eine Relevanz hat oder in Teilprojekten. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir tatsächlich bei der Einrichtungsbegutachtung das Thema auch offensiv angesprochen haben, insbesondere in der Posterausstellung, in der auch die Gutachtenden, das war bei uns jetzt eine internationale Gutachtergruppe, dann Einblicke bekommt in die einzelnen Teilprojekte über den schriftlichen Antrag hinaus. Und das war sehr, sehr spannend, weil wir wirklich an 2 Teilprojekten explizit darauf hingewiesen haben, dass wir da die Möglichkeit sehen, dass die Genderdimension 'ne Rolle spielen könnte und dass wir das halt jetzt in der ersten Förderperiode differenziert betrachten wollen. Und wir haben dazu, 'n sehr gutes Feedback bekommen, dass wir also nicht nur einen allgemeinen Platzhalter geschrieben haben, das ist nicht relevant oder vielleicht ist es relevant, sondern sehr konkret und spezifisch an den Postern und bei den Beschreibungen der Teilprojekte dazu schon etwas erwähnt haben und, offensiv sozusagen kommuniziert haben. Und auch das war ein Ergebnis der Beratung, die wir im Vorfeld durch, die Experten des Projektes bekommen haben.